sagen, diese Bewegung in Anführungsstrichen seit 4 Wochen, noch nicht mal 4 Wochen, haben wir es geschafft, im Grunde genommen den ländlichen Raum hinter uns zu bringen. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Das sind die Bauern, die hier sind, die im Grunde genommen diesen ländlichen Raum auch darstellen und vor allen Dingen auch natürlich alle nachgelagerten Bereiche. Und die waren auf die Kundgebung zumindest in Rendsburg. Wir reden jetzt mal über Rendsburg, das ist das, wo wir sagen können, wir hatten fast 5.000 Menschen da. Waren Sie dabei, auch als wir in Münster waren mit den Tausenden? Gar nicht dabei. Das ist komplett. Also, aber zum Teil überschneidet sich schon, Das überschneidet sich ja letztendlich. Aber ich sag mal, wir haben ja eine bundesweite Vereinigung vor, aber im Moment ist es im Grunde genommen so, dass wir sagen können, wir sind so organisiert, dass Schleswig-Holstein sich darstellt und letztendlich der ländliche Raum. Und das ist vielleicht auch ein kleiner Unterschied zum Bauernverband. Der ländliche Raum wird auch von uns repräsentiert. Die sind auch diejenigen, die da gewesen sind auf dieser Kundgebung. Aber der Bauernverband ist aber auch für den ländlichen Raum. Natürlich ist der Bauernverband auch im ländlichen Raum, aber ich sag mal, wir sind die Mitte der Landwirtschaft. Ich sag mal, das sind alles aktive Landwirte, die das organisiert haben. Und das sind im Grunde genommen 20 Leute, die im Orga-Team drin sitzen und die diese Veranstaltung organisiert haben, mit all den medialen Unterstützungen von Thomas oder auch anderer Seite. Ich habe auch ein paar Sachen gemacht. So, und letztendlich ist es so, der ländliche Raum ist das eine. Das zweite ist natürlich diese pauschale Verurteilung in der Bevölkerung. Das sind ja auch gerade die Probleme, die wir auch besprechen müssen. Die pauschalen Verurteilungen in der Bevölkerung sind schwierig, weil wir im Grunde genommen nicht pauschale Beurteilungen kommentieren können. Wir haben aber das Gefühl, dass viele Leute noch nie im Schweinestall, Kuhstall oder wo auch immer drin gewesen sind. Und deswegen finden wir das natürlich ganz prima, dass wir die Öffentlichkeit hier mit ihnen haben, weil wir im Grunde genommen Unterstützung brauchen. Und wir brauchen Unterstützung im öffentlichen Dialog, der einfach ganz wichtig ist. Und man muss natürlich klar sagen, ich bin CDU-Wähler, aber manchmal habe ich das Gefühl, ich habe Grün gewählt. Das sollte doch nicht das Problem sein. Sie wissen gar nicht, was Ihnen mit Grün blüht. Ja, kann ich Ihnen sagen, ja, mein lieber Mann. Nein. Aber der ländliche Raum ist nun mal das Rückgrat dieser Gesellschaft und Sie haben das in Thüringen erlebt, wie im Grunde genommen auch sowas mal schief gehen kann. Und das müssen wir halt sehen. Wir müssen im Grunde genommen den Anforderungen uns stellen und letztendlich auch für die Zukunft eine Perspektive aufbauen. Wir müssen eigentlich in die Betriebe investieren. Und wenn wir investieren, dann müssen wir da auch Investitionssicherheit kriegen. Und wenn wir heute die Bürokratie sehen, die teilweise im Grunde genommen 5 Jahre braucht, um einen Stallneubau zu begleiten, es sei denn, wenn er überhaupt aber auch an, Also es sind ja jetzt verschiedene Themen. Ich habe ein paar Themen angerissen, damit Sie darüber reden können. Ja, aber erstmal freue ich mich jetzt, Sie so friedlich hier zu sehen. Ich will Nein, Quatsch. so böse. Nein, das weiß ich. Also erstmal finde ich das wirklich eine tolle und wichtige Sache und ich finde, Bauern müssen gehört werden. Wichtig ist auch, dass nicht Bauernverband oder Bauern untereinander oder sonstige Bewegungen gegeneinander gehen, weil das kostet nur Kraft und nur Einheitlichkeit in der Stimme. Ich will mal sagen, ich selbst komme aus dem ländlichen Raum, oder es gibt die ländlichen Räume, die sind ja sehr verschieden. Wenn Sie zu uns kommen, sehen Sie Weinberge, sehen ein bisschen Milchbauern, haben wir. Es hat sich sehr verändert bei uns. Und jetzt ist Schleswig-Holstein oder Niedersachsen sind nochmal anders geprägt als jetzt Bayern. Also in Deutschland haben wir sehr, sehr unterschiedliche ländliche Räume. Im Übrigen haben die Landwirte auch gemeinsame Interessen, aber zum Teil auch sehr unterschiedliche Interessen. Das müssen wir auch klar sagen. Und genauso wenig wie es die Bauern gibt, gibt es auch nicht die Politik. Und ich komme wie gesagt, aus einem der ländlichen Räume, bin da auch groß geworden und weiß, wie gearbeitet wird. Wir hatten früher auch Milchvieh, wir hatten Schweine, wir hatten Ackerbau. Weinbau hat sich jetzt intensiviert, das macht mein Bruder, der hat Weinbau studiert. Und ich weiß auch, wie früher vor 40 Jahren, wie da gespritzt worden ist, wie dort Gülle ausgefahren worden ist, wie dort gebeizt worden ist. Das hat sich komplett verändert. Aber wir müssen auch sehen, die gesamte Gesellschaft hat sich verändert und ich will auf 3 Punkte einfach mal eingehen, dass wir auch so ein bisschen ins Gespräch kommen. Also wir machen ja Landwirtschaftspolitik und ich sage es ganz klar, an der Seite der Bauern, als Christdemokraten und als Christsoziale machen wir das an der Seite der Bauern. Will aber sagen, dass es sehr unterschiedliche auch Wünsche von Bauern gibt. Wo ich froh drüber bin, ist, dass die konventionelle Landwirtschaft und die Ökolandwirtschaft von Seiten der Bauern und der Bäuerinnen viel weiter sind als manche Vertreter dieser Berufsstände. Also es wird ja, und wenn ich mir dann anschaue NGOs, das muss ich ganz offen sagen, der Ton ist durch viele NGOs sehr, sehr scharf geworden, sehr, sehr pauschal geworden und viele der NGOs wollen am Ende auch damit mit solchen Kampagnen auch Geld verdienen und wollen Mitglieder gewinnen und das spaltet uns. Und ich bin, erster Punkt, absolut bei Ihnen, ich erlebe das auch.
Sie wissen, dass einige der Medienvertreter mich als Agrarlobbyistin schelten. Sie würden das ablehnen. Und wir würden das Gegenteil behaupten. Ja. Naja, aber dazwischen drin liegt vielleicht auch manchmal die Wahrheit. Kommen Sie rüber. Dazwischen drin liegt dann manchmal auch die Wahrheit. Und wir müssen sehen, die Gesellschaft ändert sich. Wir haben, hören Sie es noch, ein bisschen laut gerade. Unsere Gesellschaft ändert sich und wir müssen sehen, wir haben mein Haushalt, also jetzt Agrarhaushalt, hat 6,5 Milliarden Euro. Wir hatten noch nie so viel Geld für die Bauern, für Förderprogramme, für Stallumbau, für viele dieser Punkte. Was sie brauchen, ist eine Änderung des Baugesetzbuches. Nur mal ein Beispiel. Wenn wir mehr Tierwohl haben wollen, darf es nicht sein, dass wir konterkariert werden, zum Beispiel auch durch die TH-Luft etc. Das werden wir ändern. Und da kann ich Ihnen sagen, da bin ich eine ganz große Mitkämpferin. Horst Seehofer hat den Entwurf jetzt da liegen für das Baugesetzbuch, das wir erweitern können im Sinne des Tierschutzes. Das, glaube ich, wird gut laufen. Jetzt muss ich mit der Umweltministerin kämpfen, dass wir das Thema TH-Luft ändern. Denn es kann nicht sein, dass diejenigen, die aufs Dorf ziehen, plötzlich erkennen, oh, da ist ja ein Hahn, der kräht und man riecht auch Landwirtschaft, man ist ja aufs Land gezogen. Und da muss ich sagen, geht Tierwohl vor. Und wir brauchen, und da sind Sie jetzt bei Ihrer Baugenehmigung, natürlich auch immer ein bisschen Zielgenauigkeit, wer was vorgeworfen bekommt. Es gibt sehr verschiedene Kreise, sehr verschiedene Regionen, wo eine Genehmigung schneller geht und wo eine Genehmigung länger dauert. Das hat nichts mit dem Bund oder mit der Bundesgesetzgebung zu tun. Und das, glaube ich, muss man so ein bisschen abschichten, was man an wen adressiert. Dann will ich Ihnen einen zweiten und einen dritten Punkt noch nennen. Der zweite Punkt ist, wir haben eine Situation in der Gesellschaft, Stichwort nochmal Bauernbashing, auch Sie haben das ja auch genannt. Ich werde auch immer angesprochen mit den Begriffen Ackergifte, Agrarfabriken, Umweltverschmutzer, Tierquäler. Und also heute wird Ausgleich, das muss ich sagen, und das darf ich jetzt auch mal kritisch so ein bisschen auch zurückgeben an die Bewegung. Der Ausgleich wird heute als Schwäche. Also ein Kompromiss wird als Schwäche interpretiert. Das, was wir nicht wollen bei NGOs, die Radikalisierung, alles oder nichts, das sollten wir auch nicht auf der anderen Seite tun. Und dieser Ausgleich, dass wir Kompromisse finden müssen, das ist notwendig. Und es ist vor allen Dingen notwendig, wenn wir sehen, dass wir eine Mehrheit im Deutschen Bundestag brauchen für die Gelder, die ich zahle für die Landwirtschaft. 4,1 Milliarden Euro der 6,5 Milliarden sind für die Sozialversicherungen der Landwirtschaft. Und ich kämpfe wie verrückt dafür. Die FDP will die abschaffen. Sie wissen, was das für Sie heißen würde. Was das bedeuten würde an Beiträgen, wenn sie in die normale integriert werden würden. Und da kämpfen wir wie verrückt. Und das will ich Ihnen einfach nochmal sagen, dass dieses pauschale Ablehnen oder die ist nicht für uns oder nicht an unserer Seite, Sie werden sonst keinen haben, wer an Ihrer Seite ist, wenn wir nicht differenzieren. Das ist mir halt ganz wichtig zu sagen. Und dritter Punkt, das ist mir wichtig, ich verstehe Sie. Sie brauchen auch, die jungen Leute sind da. Wir wollen, dass die grünen Berufe eine Zukunft haben. Und deshalb ist es so wichtig, wie wir in der gemeinsamen Agrarpolitik vorgehen, jetzt europäisch. Also wir haben Wettbewerbsverzerrungen. Wir haben aber auch, das Bundesumweltministerium will, dass wir eine Biodiversitätsauflage machen. Das heißt, wenn Sie Pflanzenschutzmittel einsetzen, dass 10% aus Ihrer Fläche rausgezogen werden. Das lehnen wir ab, weil es eine Enteignung ist, weil Sie nichts mehr machen können auf dieser Fläche. So, und das sind so die Punkte, wo wir für Sie kämpfen, aber ich werbe auch dafür. Wir müssen wieder den Dialog mit, ich sage jetzt mal, der städtischen Bevölkerung hinkriegen und auch mit Verbrauchern, die ja sehr ambivalent sind. Die würden am liebsten Fleisch essen von Tieren, die nie geschlachtet worden sind. Wir wollen, ja, das ist ja meist so ein Gefühl, Sie wollen, der Landwirt soll alle Standards einhalten, die teuer sind, aber selber zahlt man wenig dafür. Und hier diese Lücke von Erwartung und das, was Sie nicht aus eigener Tasche zahlen können, die müssen wir finanzieren. Und ich glaube, das kann nur funktionieren. Und insofern gehe ich damit hinein, wir werden es nicht hinkriegen, wenn wir sagen, es ist alles gut, wie es ist. Ich glaube, dann werden wir überrollt. Es geht nur um die Basis der Entscheidung. Und ich sage mal, wir haben ja aktuell die Situation, dass Sie sagen, zum Beispiel Insektenschutz ist im Grunde genommen notwendig, aber wir haben keine Basis, wie und was tatsächlich dann zum Erfolg führt. Ich bin jetzt gerade durch Lettland gefahren. Ja. 1000 Kilometer, extensiv genutzte Region. Kein einziges Insekt an der Scheibe. Nicht ein einziges Insekt. Sind Sie so langsam gefahren, oder was? Das kann man nicht mehr. Das ist das Erste. Das Zweite, ein Kuhstall in Lettland wird mit 50% gefördert.
Und das ist, wir sind hier eine, ich sag mal, Milchvieh-Gegend, wo im Grunde genommen eine Förderung höchstens 25.000 Euro mal bis passiert ist und mehr ist da nicht passiert. Es ist keine Investitionsförderung gemacht worden. Und ich sag mal, wir müssen in die Landwirtschaft investieren, um auch den Anforderungen der Verbraucher auch zu genügen. Und deswegen sage ich mal, sollten wir eine Struktur aufbauen mit der Politik, ganz bestimmt sogar, die im Grunde genommen dazu führt, dass die Leute wieder investieren. Ja. So, und ich sag mal, wir haben die Hälfte der Betriebe in den letzten 20 Jahren verloren. Und wir reden über die letzte Hälfte, die nachbleibt. In meinem Dorf gab es vor 20 Jahren 20 Bauern. Aktuell sind da noch 4 viehhaltende Betriebe. So, da sage ich nur, dass die Existenzangst auf der einen Seite, die Milchpreise auf der anderen Seite und dann im Grunde genommen ein drohendes Agrarpaket mit dem, ich sag mal, Sie haben gesagt, Glyphosat ist das totgerittene Pferd. Ich sag mal ganz deutlich, auch diese Abhandlungen stehen nicht wissenschaftlich fundiert da. Ich sag mal, wir wollen eine faktenbasierte Landwirtschaft haben, die auch dem Verbraucher vermittelt, dass das, was man erzeugt, vernünftig auch letztendlich ankommt. Aber dann muss faktenbasiert aber auch überall gelten, ja? Ja, aber bevor Sie zu schnell klatschen, muss man Acht geben. Faktenbasiert und wissenschaftsbasiert nur dann heranzuziehen, das will ich jetzt ganz kritisch auch sagen, dann heranzuziehen, wenn das Ergebnis einem passt. Also wir müssen auch ein bisschen Acht geben. Wir sind ergebnisoffen. Ja. Leute, wir haben auch ein paar Studien und ich beziehe mich nicht auf die Krefelder Studie. Nur damit Sie wissen, das ist nicht meine Basis, weil da, genau, wissen Sie, was ich meine. Sondern wir haben auch von uns, ich glaube, die Landwirte schätzen unsere Institute, das Thünen-Institut und auch, wenn wir bei Ernährung sind, das Max-Rubner-Institut, die sind wirklich, glaube ich, auch das BFA, unser Bundesinstitut für Risikobewertung, die gehen auch immer einen Streit ein. Die gehen nicht da entlang und sagen, wir wollen am Ende nur der Mehrheit gefallen oder Medien gefallen. Sondern wir haben auch wissenschaftliche Erkenntnisse und Leute, das muss man doch offen sagen, Landwirtschaft ist der größte Flächennutzer, wenngleich auch immer mehr versiegelt wird und das halte ich für ein Problem. Aber dass wir dort auch einen Rückgang von Insekten haben, ich sage nicht Insekten sterben, weil das ist so final, sondern wir haben einen Rückgang von Insekten auf wissenschaftlicher Basis. Was ich jetzt mache, ist ein bundesweites Monitoring. Denn wir sehen, erstens haben wir Lichtverschmutzung. Wir haben Parks, die nachts beleuchtet sind. Ist für Insekten nicht gut. Wir haben eine totale Versiegelung. Wir haben sogar Gewerbegebiete, die nicht mehr entsiegelt werden. Das ist nichts für Insekten. Wir haben Vorgärten, Steinwüsten, ja, nicht das Eldorado, muss man sagen, für Insektenvielfalt. Also das alles addiert und das gehört mit dazu, auch das sprechen wir an, nicht nur die Landwirtschaft. Weil ich immer diejenige bin, die sage, Leute, auch bei der CO2-Frage ist erst vor uns, wenn ich sehe, wer Emittent ist, Industrie, Energiebranche, Verkehr, Privathaushalte und dann kommt die Landwirtschaft erst. Aber ja, hier in Schleswig-Holstein ist es doch anders. Bitte? Hier in Schleswig-Holstein ist es doch anders. Wieso? Schleswig-Holstein ist ein Agrarland. Und das heißt, hier, weil uns eigentlich die großen Industrien fehlen, wird hier an der Landwirtschaft besonders CO2 eingespart. Hier in Schleswig-Holstein. So wird uns das von der Wissenschaft vorgestellt. Wenn Sie jetzt zum Beispiel gehen, im Februar immer an die Uni Kiel, dort ist es von Professor Taube vorgestellt worden. Ja. Hier in Schleswig-Holstein müssen die Landwirtschaft muss CO2 einsparen. Ja. Das geht also dazu, dass hier die Moore vernässt werden sollen. Und wir hier im ETS-Gebiet sind davon besonders betroffen. Ja. Also man muss auch diese Nitratgeschichten, wissen wir schon seit 15 Jahren. Ja, seit dem Stickstoffprojekt Kackendam weiß die CDU das auch, aber sie handelt nicht. Ja. Sie führt mit den Landwirten keinen Dialog. Wie kann man zum Beispiel in Milchviehfutterbaubetrieben den Stickstoff eigentlich konservieren auf der Fläche, damit er im Winter nicht ausgewaschen wird? Also, sortieren wir mal gerade, Ja, was ich aber gerade das sind eben... alles Ich war aber gerade... Beispiele, die Sie bringen und hier Nee, ich wollte gerade ein bisschen was Wissenschaftliches noch müssen bringen. wir fachlich reden. Ja, ich bin gerade dabei, fachlich zu reden, was ja gar nicht schaden kann, dass man weiß, wo die Landwirtschaft, jetzt sehe ich die Dame nicht mehr, weil sie, wo die Landwirtschaft angesiedelt ist. Und deshalb sage ich auch, die Debatte, die gesellschaftliche, ist sehr gekippt erstmal, weil nur die Landwirtschaft im Fokus steht. Das muss man ganz klar festhalten und da sind die Zahlen, glaube ich, wichtig zu wissen, dass wir die Relation haben. Und deshalb haben wir jetzt beim Klimapaket, nur mal ein Beispiel, haben wir deshalb die Landwirtschaft jetzt nicht mit einer CO2-Bepreisung drin, weil sie auch nicht eine Kuh lebt, ist ein Organismus. So, und das Thema Methanausstoß, die Frage ist auch bei Mooren in der Tat, also wenn wir renaturieren Moore,
geht das aber nur mit Entschädigung und mit Zustimmung der zuständigen Landwirte. Also von Berlin aus zu sagen, jetzt wird renaturiert, das ist ja wie eine Enteignung. Eine Renaturierung, das ist ja eine Vermessung. Ja, ich weiß, was das ist. Nein, das weiß ich. Ja, deshalb sage ich ja, man kann nicht einfach fordern, eine Renaturierung der Moore, was in der Tat CO2 einspart, sondern, oder auch wenn es um Torfabbau geht, sondern dann brauchen wir, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, hier ist gesellschaftliche Erwartung, hier ist der wirtschaftende Bauer. Und dazwischen gibt es eine Finanzierungslücke. Und diese, ja, ich wollte es doch eben gerade erklären. Darf ich einen Vorschlag machen, wenn man jetzt zum Beispiel den Druckpreis für Fleisch erhöhen würde, dann würde der Verbraucher doch feststellen, endlich hat die Milch einen Wert und die Fleisch hat auch einen Wert. Also wandert nicht ein der Nahrungsmittelproduktion in den Mülleimer, sondern... Das stimmt, aber jetzt warf mal ein bisschen was zusammen, ja? Ja, genau. Und wenn wir mal die Milch verdoppeln würden, die Fleischpreise verdreifachen würden, dann hätten wir endlich einen Wert. Und Ja, aber wissen Vielleicht ist es mal ganz gut, dass Sie jetzt einmal das beantwortet, weil wir wollen ja natürlich auch wissen, was Sie machen. Sie machen jetzt immer neue Themen auf. Ich sag mal, beantworten Sie mal Wir müssen erstmal mal die gucken, Sache. dass wir das beantwortet bekommen. Also, und dann müssen Sie auch mal was haben. Und dann... Aber nicht zu Wort. Sag ja nicht. Nur antworten Sie mal erstmal. Nein, ich will noch mal sagen zum Thema Klimaschutz oder zum Thema wissenschaftliche Basis. Wir machen ein Monitoring, weil wir auch sehen, dass zum Beispiel in Naturschutzgebieten, wo überhaupt keine Bewirtschaftung landwirtschaftlicher ist, sehen wir auch einen Rückgang von Insekten. Und da sagen wir ganz klar, das kann ja gar nichts mit der Landwirtschaft jetzt unmittelbar da zu tun haben. Dieses Monitoring machen wir. Aber dort, wo wir nachweislich wirklich massiv insektenschädigende Einflüsse haben, und das haben wir. Und die Landwirtschaft ist ja sehr unterschiedlich. Sie wissen, egal wo wir hingucken, es gibt welche, wo man wirklich Wissen Sie optimieren denn, müssen. welche Schädigungen durch die Landwirtschaft Ja, wir haben schon, ich muss jetzt hier gerade keine Höfe nennen und auch Regionen, weil dann der nächste Shitstorm kommt. Aber wir wissen das. Und deshalb ist jetzt der Punkt nochmal zum Agrarpaket. Wir haben kein Gesetz beschlossen. Das haben Sie auch in irgendeinem Video da mal gesagt. Wir haben kein Gesetz beschlossen. Wir haben ein Eckpunktepapier vorgelegt und Sie haben gesehen, wie in Bayern, in Baden-Württemberg pro Biene. Das ist ja nicht wissenschaftlich gewesen, was da gefordert worden ist. Und bevor wir ein bundesweites Begehren hätten, Insektenbegehren, Bienenbegehren, jeder ist für eine Biene. Also nur haben die Leute, viele der Demonstranten in den Städten, die Honigbiene und die Wildbiene miteinander verwechselt und hatten dann auch die falschen Kostüme an beim Demonstrieren. Ja. Und der Punkt ist halt, dass wir die meisten, die unterschrieben haben, waren in den Städten die Leute. Und zu sagen, wir brauchen 50% weniger Pflanzenschutzmittel, halte ich für falsch, auch für fachlich falsch, weil wir am Ende Ernten schützen müssen und keiner greift zum Salatkopf mit den Schädlingen drin. So, und das ist der Punkt für mich, wo wir sagen, wir gehen dann jetzt in die Einzelberatungen rein und da sitzen immer die Vertreter dabei ihres Berufsstandes. Und das meine ich, wir müssen, glaube ich, ein bisschen abrüsten, indem auch, was an Szenario gemalt wird, es ist keine Landwirtschaft mehr möglich und so Sachen, das ist Quatsch. Das haben wir so auch nicht behauptet. Sie nicht, aber andere. Nein, das ist... So, jetzt aber sind Sie mal dran. Sie haben gesagt, Sie forschen zum Thema Insektensterben. Dann verstehe ich aber nicht, warum jetzt ein Gesetz auf den Plan gerufen wird, das Agrarpaket Insektenschutz, ohne dass es dafür bisher eine langfristige fachliche Studie dazu gibt. Wo? Doch, haben wir. Also, Sie kennen das. Schicke ich Ihnen gerne, Sie geben mir mal Ihre Adressen gleich mit. Wir müssen ja nicht immer alles übers Internet machen, also ich schicke Ihnen das gerne. Also, der Punkt ist am Ende dass wir es hinbekommen, dort wo Landwirtschaft hat sich ja immer verändert, auch der Pflanzenschutzeinsatz, das wissen wir. Das wollen wir ja auch. Wir wollen uns ja schon verändern, so ist aber wir wollen auch und Sie machen das aber aus einem Grund. Warum machen Sie es? Weil Sie sehen, dass es warum ich mich Auswirkungen verändere? hat. Nein, warum andere Pflanzenschutzmittel? Sie nehmen die ja auch. Aus einem guten Grund. Ja. Weil sie besser wirken, weil die alten verboten werden, weil die Umweltverträglichkeit der neueren Mittel besser ist. Da spielen ja viele Punkte rein. Genau, darum geht es uns. Und wir brauchen natürlich für die keine Wirkstoffe mehr haben, beziehungsweise nicht mehr zugelassen sind, Alternativen. Deshalb forschen wir massiv als Bundeslandwirtschaftsministerium. Geben wir richtig Geld rein, um alternative Pflanzenschutzmittel nicht nur entwickeln zu können, sondern zulassen zu können. Ich gebe es zu, wir haben einen Geburtsfehler in der Konstellation in der Bundesregierung. Ich brauche immer das Einvernehmen des UBA, das kennen Sie, das Umweltbundesamt.
Und die haben eben diese Anforderung, dass es eine Biodiversitätsauflage geben muss. Jedes Mal, wenn Sie Pflanzenschutzmittel nutzen, sollen 10% Ihrer Fläche rausgenommen werden. Und das geht nicht. Und uns hat das Braunschweiger Gericht, also unsere Rechtsauffassung, bestätigt. So. Und deshalb kann ich Ihnen da eine Zusage machen, da werde ich dann auch klar hart bleiben. Da werden wir nichts rausnehmen. Oder es muss Entschädigung bezahlt werden. Zum anderen Thema ist es so, wir haben im Moment die Situation, dass wir 1,5 bis 2% der Bevölkerung darstellen. Das ist die Landwirtschaft. Und der ländliche Raum ist aber deutlich größer. Und das ist eben das, wo wir auch darauf aufmerksam machen. Wir wollen nicht Bauernopfer dieser Politik werden. Das ist ein Koalitionspartner, ich sag mal, der sie auch verbiegt. Und da sage ich Ihnen mal einfach geradeaus, dass die Koalition eventuell auch irgendwann mal scheitert. Das ist nun mal so. Bloß, ich sag mal, wir haben in der Landwirtschaft immer die Struktur gehabt, wir waren verlässliche Wähler. Und wir behaupten mal, dass dieser ländliche Raum für sie auch ein Rückgrat sein kann. Und deswegen glaube ich einfach mal, wir wollen einen Dialog mit ihnen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Deswegen haben wir hier den Tisch aufgestellt. Und dieser Tisch sorgt im Grunde genommen, wir wollen mit NGOs uns treffen. Wir haben uns mit dem Bauernverband, mit dem BDM... Mit wem haben Sie sich noch getroffen? Mit welchen NGOs? Wir haben noch gar nicht. Also wir sind, verstehen Sie, wir sind seit nicht mal 4 Wochen... Nee, ich frage. Und ich bin gestern, habe ich mich mit dem BDM getroffen, mit einigen, die hier sind. Und wir haben vorgestern uns am Sonntagabend mit dem Bauernverband abgesprochen. Wir haben überall Zustimmung zu dem, was wir tun. Und das ist eben auch so, dass wir jetzt den ländlichen Raum, der nachgelagerte Bereich uns auch finanziert hat für diese Veranstaltung, letztendlich auch großes Interesse hat, dass diese aber auch an Infrastruktur, ländlicher Raum sehen Sie größer. Das ist der Bank, das ist die Genau. Bank, die Versicherung, der Elektriker, der Landhandel, der Getreidehandel. Das ist Internet, das ist mehr. Und wir haben es mitbekommen, Thomas macht es auch vor, ich sag mal, wir sind vernetzt. Und ich sag mal, die WhatsApp-Gruppen, die sind schon ein bisschen anstrengend manchmal, aber bei 350 ist Schluss. Aber wir sind vernetzt und wir versuchen uns schon aber mit der Sache... Ach, das ist nicht zu sehr radikalisiert. Da sind ein paar drin, das ist ich glaube nicht gut. mal, aber sagen zu können, für die Veranstaltung in Schleswig-Holstein. Also der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat mich angerufen. Wir haben eine Papiertüte gefunden nach der Veranstaltung. Und dann fragen Sie mal den Kreis Rendsburg-Eckernförde, wie es nach einer Demonstration am Freitag aussieht. So, und da sage ich einfach mal, das sieht halt anders aus. Und ich sage mal, wir sind nicht radikal, wir wollen uns auch nicht mit Holland vergleichen. Wir wollen einen Dialog anfangen. Und ich glaube, dieser Dialog mit dem Verbraucher und der Politik und dem nachgelagerten Bereich. Aber woran liegt das? Was glauben Sie beide? Woran liegt es, dass Verbraucher sonntags... Also wir geben ja nur 9% unseres Haushaltseinkommens für Nahrungsmittel aus. Wir geben sehr viel für Kücheneinrichtungen aus. Und woran liegt das, dass sich alle einig sind, dass es mehr Tierwohl geben soll, was auch teuer ist, und dass sich alle einig sind, am besten gar kein Pflanzenschutzmittel, und dass sich irgendwie alle einig sind, es muss alles nachhaltig sein, aber die meisten anders einkaufen. Woran liegt das? Die Frage können wir umdrehen. Woraus schließt die Politik, dass die Politik so gemacht werden muss, wie sie es jetzt gerade alle anschieben? So grün, wenn der Verbraucher doch ganz anders hat. Das geht ja schon in eine Richtung. Aber woraus schließen Sie, dass die Politik so gemacht werden muss, wie sie jetzt gemacht wird, wenn der Verbraucher doch aber mit seinem Einkaufsverhalten eine komplett andere Sprache spricht? Naja, also jetzt sprechen wir mal ein bisschen Tacheles. Ich bin Christdemokratin. Ich bin katholisch und sage, ja, wir haben eine Aufgabe, und deshalb sage ich eben nicht grün. Die Grünen haben das nicht erfunden. Ich sage, wir haben den Auftrag Bewahrung der Schöpfung. Und Bewahrung der Schöpfung heißt für mich Umwelt, Tier, Geschöpfe, das alles spielt da mit rein. Wir halten heute Tiere ganz anders als vor 40 Jahren. Da kann ich Ihnen auch sagen, ja, wieso halten Sie denn jetzt anders? Auch weil sie Erkenntnisse haben, auch weil es gesetzliche Vorschriften gibt. Aber ich glaube, die sind schon richtig an der Stelle. Und auf Dauer Küken zu töten, auch das Thema Kükenschreddern, Sie kennen diese Debatten. Da kann man auch sagen, naja, wenn es der Verbraucher nicht zahlt. Aber es gibt ein paar auch ethische Grundsätze. Und wenn wir die Erkenntnisse, Sie kriegen das doch als Bauer mit, wir kriegen das bei uns auch mit, welchen Klimawandel wir haben. Die Landwirtschaft ist doch sofort Opfer. Sie spüren das doch am ehesten, wenn wir Wetterextreme haben. Und dass wir darauf reagieren müssen, das ist doch klar. Ich bin jetzt nicht bei Fridays for Future, dass sich die Forderungen, die ja zum Teil gar nicht ineinander passen,
Nur zu sagen, nur wenn man eine Forderung hat, die für Umwelt, Klima und Tierschutz ist, dass das sofort grün ist, dann kommt man gar nicht in den Dialog. Also ich glaube, es kommt schon darauf an, ob man Maß und Mitte hält in Genau, der Sache. aber ich sag mal, genau dieser Dialog, der muss jetzt stattfinden. Der hat nicht stattgefunden. Ich sag mal, die Das waren, stimmt nicht. Ja, aber also nicht, sagen wir nicht, so, wir haben mit Bauern vertreten alle 14 Tage bei das uns mag im sein, Ministerium. aber mit uns nicht. Ja gut, jetzt kann ich nicht unterstellen. Wir kommen sofort. Laden Sie uns ein. Jetzt haben die angefangen. Nein, aber ich kann halt auch nicht alle 14 Tage hier sitzen Weiß ich und auch. an einer Million kommen anderen runter. Tische auch. Deshalb das sind Berufsvertreter so wichtig. Richtig, auch. ganz Gell? bestimmt. Aber ich sag mal, hier ist sozusagen die Mitte der Landwirtschaft. Ich sag mal, wir sitzen nur Bauern, die wirklich davon direkt von betroffen sind, wenn das Agrarpaket und andere Maßnahmen kommen. Wir sind von den schlechten Preisen im Milchbereich jetzt gerade betroffen. Wir haben viele andere Probleme, auch, ich sag mal, nehmen Sie mal ruhig die Schweine. Wenn wir heute eine Abferkelbucht bauen wollen, Sie kriegen keine Landesregierung, die eine ernsthafte Aussage tätigt, wie groß eine Abferkelbucht sein soll. Es gibt keine Beratung seitens der Landesregierung, keine Beratung. Ich sag mal, das ist eine ganz klare Aussage der Landesregierung, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, dass sie keine Beratung anbieten und den Tierärzten, den Amtstierärzten, ja, dann fragen Sie mal nach. Und Sie kennen Dr. Vogel in Zinzow. Ja, klar. Ich sag mal, den müssen Sie mal fragen, wie das da abläuft, oder Frau Dr. Lorenz. Da sind wirklich Dinge dabei, Aber wo das ich gilt sagen nicht kann, für alle Länder, gell? mag Also es sein, gibt also schon in Beratungen, Mecklenburg wo ist sie es zum ganz Beispiel klar, so. okay. So, ja. aber ich sag mal, das andere ist, wie können wir uns vermitteln? Und der Verbraucher muss natürlich eine Transparenz kriegen in dem, was wir tun. Und das ist im Moment schwierig, weil der Verbraucher kauft in der Ladentheke zu und sagt, pass mal auf. Aber die wo Medien kommt's sind her? auch gefragt. Also So, ich meine das jetzt ist nicht klar. nur über Tierschutzskandale zu berichten. Ich finde, jeder, der Tiere quält, versündigt sich an den Mitgeschöpfen, aber auch an seinen Berufsstand, weil er die nämlich mit reinzieht. Aber ich finde, was wichtig ist eben, dass man auch sagt, das ist aber nicht die komplette Landwirtschaft. Ja? Nur da wundert es mich manchmal, dass ich zu wenig höre aus dem Berufsstand. An Abgrenzung auch. Oder warum wirft man die aus dem Verband denn nicht raus, solche Leute? Gut, ich sag mal, jeder Tierschutzskandal, also wenn Sie heute in einen Stall reingehen und sagen, pass mal auf, da ist ein Bruchferkel oder was auch immer, oder eine Kuh, die eben, ich habe einen Nachbar, der hat eine Kuh auf die Weide gelegt und die Kuh war vom Tierarzt verordnet auf die Weide gelegt worden. Da sind im Grunde genommen anschließend die Leute vorbeigefahren, haben die Amtstierärzte angerufen und gesagt, da liegt eine Kuh, der geht's nicht gut, da müssen Sie sich drum kümmern. Dann sagt der Bauer zu mir, pass mal auf, was soll ich denn machen? Dann haben sie den zum Schluss wirklich wieder in den Stall geschafft, weil es eigentlich ist draußen besser, wieder in den Stall geschafft und gesagt, pass mal auf, wir halten das nicht durch. Die rufen ständig an und kommen ständig bei uns an der Tür und sagen, pass mal auf, da liegt eine kranke Kuh auf deiner Weide. Was soll er dann machen mit der Kuh? So, und das ist ja irgendwo auch mal so ein Grund, wo man sagen kann, wie sollen wir da damit umgehen? Und diesen Dialog, ich sag mal, Chicken McNuggets sind nun mal auch Hühner. Und Ja, hoffentlich. ja, ich hoffe, ja auch. Weiß man ja nicht. Ja, aber diesen Dialog mit dem Verbraucher auch hinzukriegen, das ist eine schwierige Situation. Da muss sich die Politik mit uns auch an einen Tisch setzen. Und das ist manchmal das Gefühl, ich habe manchmal das Gefühl, dass das über uns weggeht. Und ich sage mal, nur wenn Sie den ländlichen Raum jetzt mit den aktuellen Maßnahmen, die jetzt kommen, wirklich ausschalten. Also ich sage mal, wir haben 300.000 Betriebe verloren in den letzten 20 Jahren. So, welche Perspektive bauen Sie uns denn auf? Und dieser grüne Halbsatz, in Anführungsstrichen, den der eine oder andere Politiker dann hat, sagen Sie uns doch mal ganz konkret, wie sollen wir denn die Landwirtschaft und die Leute, die hier sind, wie sollen wir denn die Landwirtschaft in Zukunft denn auch bauen? Wie wollen wir das aufbauen, dass wir sagen können, die Leute gehen heute nach Hause und sagen, wir investieren wieder in die Betriebe, wir haben eine Perspektive, wie wir Geld verdienen. Und wenn Sie heute die Leute fragen, ob sie denn Öko besser haben als die Ökomeiereien, nehmen nicht mal mehr einen auf. Ja, also Ökomilch ist zum Beispiel gesättigt, der Markt. Ja, gesättigt. Da kriegen wir, das merken wir auch. Und mir sagen auch Ökobauern, Leute, macht uns nicht künstlich unseren Markt kaputt. Ja, den wir uns auch das gehört ja es hat immer zwei Sachen. Mensch, Sie werden ja gar nicht fertig mit dem Fotografieren. Nein. Ich wäre ja ganz unruhig. Komm, jetzt haben Sie mal genug. Ich wäre ja da hier ganz, das ist ja, ich dachte alles hier. Nein, und wir haben in der Tat, also der Ökomilchmarkt ist, das merken wir, egal wo wir jetzt sind. Und da hilft auch nichts zu sagen, produziert dafür, weil dann sich es gar nicht rechnet. Das heißt, es hat auch immer was mit Abnehmer und Anbieter zu tun. Es wird auf Dauer ja nichts produziert, was nicht abgenommen wird. Und mir sagen Landwirte, wir produzieren alles, wenn wir dafür bezahlt werden. Ja, weil sie auch ein Wirtschaftsunternehmen sind. Und die Perspektive, die ich Ihnen mitgebe, also ich habe jetzt den Agrarbericht vorgestellt. Und da sind die Zahlen drin für das Jahr 2017, 2018. 2019 wird wieder schlechter, muss man sagen, aber wir haben für das Jahr 2017, 2018
liegen wir über 15% über dem Durchschnittseinkommen der vergangenen 5 Jahre. Das muss man auch sagen, auch die Schweinepreise. Das muss man jetzt offen mal sagen, Leute, auch das kann man ja mal was Positives sagen. Man darf sich auch nicht wundern, wenn man nicht die positiven Dinge sagt und dass die Kinder irgendwann sagen, ich will den Job nicht machen. Man muss auch über Positives reden, finde ich. So, und wir haben in dem Bereich der Technisierung, wir haben im Bereich auch der Digitalisierung. Schauen wir mal in den Kuhstall. Ich weiß nicht, was Sie für einen Kuhstall haben. Aber jedenfalls, weiß ich nicht. Wasserbüffel hat er auch. Wasserbüffel, das ist dann auch gut. Aber jedenfalls, ich gehe in Kuhställe, die umgerüstet werden, die auch massiv finanziert werden. Auch wir legen für das Thema Tierwohl, auch wenn wir ein Tierwohl kennzeichnen, das ist ein Angebot an die Verbraucherinnen und Verbraucher. Dass die erkennen, wenn mir Tierwohl mehr wert ist, dann will ich es erkennen können. Das erkennen sie ja heute nicht automatisch, wenn einer über den gesetzlichen Standard was macht. Aber dann soll er, wie das Biosiegel ist, auch erkennen können. So, und dann muss man da, wer will, macht da einfach mit und kann einen höheren Preis erzielen. Ich will das Thema Herkunftskennzeichnung. Tierwohl ist doch auch gesättigt, also zumindest hier oben. Das weiß ich jetzt nicht, wie es bei Ihnen ist. Zumindest bei der Milch. Wir wollten unseren Betrieb umstellen auf Bio. Die Berater laufen durchs Land, die unabhängigen Agrarberater, und sagen, stellt eure Betriebe um auf Bio. Das ist das Einzige, was politisch scheinbar noch gewollt ist. Dann könnt ihr zumindest die staatlichen Zuschüsse dazu nehmen. Das ist was es gibt Berater... ja zwischen Bio und konventionell gibt's ja was. Es gibt ja zwischen Einhaltung des gesetzlichen Standards und Bio. Das sind doch aber welche Halbwertzeiten habe ich denn da, wenn ich jetzt einen Kuhstall umbaue auf Tierwohl? Ich kann mir nicht mal sicher sein, ob ich überhaupt die Investitionskosten über diesen Zeitraum reinkriege, wie die Verträge laufen. Verstehe, was Sie meinen. Ich meine das aber anders. Zum Beispiel die erste Stufe eines Tierwohlkennzeichens. Ich habe mir das angeschaut in Niederlande, in Dänemark. Brauchen Sie gar keinen Stallumbau. Sie brauchen keinen. Aber das sind halt, wer das will, der sagt, okay, ich habe höhere, zum Beispiel ist mehr Platz fürs Tier, ist es andere, jetzt sind wir mal bei den Schweinen, Beschäftigung ist dabei, es ist die Frage, das ist dann bei Stufe 2, 3, da ist dann mit Außenklima etc. Aber der Punkt ist, bei der ersten Stufe können Sie, ohne dass Sie den Stall umbauen, und Sie melden sich an beim Thema Tierwohlkennzeichen. Sie kriegen dann eine Förderung, würden Sie bekommen, und Sie könnten damit werben. Das sind klare Kriterien. Und insofern reden wir natürlich dann auch mit den abnehmenden Fleischereien. Das heißt, die ganze Kette muss ja funktionieren. Und wir haben es beim Biosiegel gesehen, es muss keiner Bio machen, aber der es macht, die Nachfrage ist da, und deshalb sage ich, wir müssen unseren Bauern doch die Chance geben, zwischen Bio und gesetzlichem Standard muss es doch was geben, wie wir auch fördern können. Und das wollen wir in Stallumbauten helfen. Wir geben Investitionskosten. Ich mache jetzt die digitalen Experimentierfelder, dass wir weniger Pflanzenschutzmittel, aber präzise einsetzen. Das sind alles Dinge, was in die Zukunft geht. Wir werden die Ausbildung stärker ausbauen. Das Thema Pflanzenschutzmittel gehen wir stärker an. Ich habe mich eingesetzt auf der EU-Ebene, was die erste und die zweite Säule angeht. Die FDP sagt, das sind nur Bauernsubventionen, die erste Säule. Ich glaube, Sie sind doch schon mit mir einer Meinung, dass wir die erste Säule brauchen zur Abstützung. Da haben wir weil die Preise so schlecht sind. Weil die Preise so schlecht sind. Ja, und weil sie Schwankungen natürlich haben. Ja. Und deshalb brauchen sie das, weil wir ja auch über den Standards liegen im Vergleich zum Weltmarkt. Und das müssen wir ausgleichen. Also ein Punkt noch vielleicht, bevor wir jetzt zu Ende kommen. Aber ich sag mal, die Glaubwürdigkeit der Landwirtschaft, die ist gleich wirklich sehr hoch anzusehen. Und ich glaube, wir waren in Hamburg zum Beispiel, haben auch dort mit in der Umgebung viel Zustimmung bekommen, dass wir dort in Hamburg im Grunde genommen auch Äpfel verkeilt haben oder sonstiges. Es war nicht ein einziger, der sich dort protestiert hat oder was auch immer, die Kundgebung blockiert hat oder gar nichts. Es sind immer wenige Gutbürger, in Anführungsstrichen, ich nenne sie mal, die laut sind. Und ich sag mal, die Wahrnehmung, denke ich mal, das sollte bei Ihnen auch ankommen, denke ich mal. Und das ist ganz wichtig, dass nicht nur der ländliche Raum, auch die Stadt durchaus bereit ist, den Landwirten zu glauben für ein gutes Produkt, das sie über Jahrzehnte letztendlich gut ernährt hat. Ja. Und die große Gefahr besteht doch jetzt einfach, wenn wir die Landwirtschaft, die hier jetzt in dieser Region noch funktioniert, abschaffen und die Importware dann als Alternative haben. Das ist das, was wir alle hier befürchten. Das hat nichts mit Regionalität zu tun und CO2-Fußabdruck auch nicht. Aber Leute, ein Punkt ist doch da. Und das hat leider sich auch die Branche selber eingebrockt. Das Thema CMA hatten wir mal. Da wurde für deutsche landwirtschaftliche Produkte gut geworben. Und ich werde auch die Grüne Woche im Übrigen wieder dazu nutzen. Ich habe ein Thema rausgesucht, das heißt, du entscheidest. Ganz bewusst du entscheidest, nämlich der Verbraucher. Denn er entscheidet, was produziert wird, wenn er bereit ist, dafür zu zahlen.
Aber wir brauchen, und da bin ich am Überlegen, wie kriegen wir es wieder hin, für das Image, für die Wertschätzung unserer heimischen Produkte zu werben. Das ging damals mit der CMA. Dann haben Landwirte geklagt und sie wissen, was dabei rauskam. Seitdem gibt es die CMA nicht mehr. Und das halte ich bedauere das. Ich Also weiß wir nicht, haben wie Sie das aus sehen. unserer Mitte haben wir im Grunde genommen jetzt aktuell die neuen Medien genutzt und ich glaube, die neuen Medien sind ganz wichtig und da würde ich bitten darum, dass wir auch da Unterstützung für bekommen, weil das ganz einfach eine Sache ist, wo man sagen kann, wir können die Landwirtschaft auch dem Verbraucher näher bringen und die Pflanzenschutzspritze, die besteht aus einem ganz kleinen Teil Gift, in Anführungsstrichen, und ganz viel Wasser. Und das ist im Grunde genommen gar nicht Transparenz, was das eigentlich bedeutet. Und das ist eben, das Wir ist brauchen ein eine kleiner Erklärkampagne, Zusammenhang. glaube wir brauchen eine ich. Also ich Erklärkampagne. nehme jetzt mal mit, dass wir auch mal als Ministerium überlegen, wie wir eine Transmitterkampagne aufsetzen, weil ich will Ihnen sagen, ich habe tolle Fachleute in meinem Ministerium. Das sind Leute, die selber einen Hof haben, die aus der Landwirtschaft kommen, die Agrarökonomen sind, die Agraringenieure sind. Also nur, dass Sie auch eine Vorstellung haben, das sind nicht nur die in Berlin, die irgendwie Berliner Luft geatmet haben. Gell? Also das sind schon kluge Leute, die sich auch an EU-Recht halten müssen. Wir müssen Kompromisse schließen. Ich habe vor, nächstes Jahr, dass wir mit einem Dialogforum, so eine Art Roadshow durch Deutschland auch gehen, wo ich die Landwirtschaft, wo ich Verbraucher und auch Umweltleute zusammenbringe. Und ich glaube, es tut vielleicht auch weh dann, beiden Seiten. Wenn wir sagen, wenn die eine Seite sagt, was sie erwartet und die andere Seite sagt, was es kostet und wir dann darüber nachdenken müssen, okay, wenn wir in diesen sukzessiven Umbau vielleicht gehen, was sind wir denn bereit als Gesellschaft von unserem Bundeshaushalt dafür auch an Geld auszugeben? Und diesen Dialog, der wird nicht von heute auf morgen beendet sein. Aber das ist eine gesamtgesellschaftliche Debatte. Wir reden zwar häufig über Gesellschaftsvertrag, das hört sich gut an, aber die Frage ist ja, wer schließt mit einem einen verlässlichen Vertrag, sondern ich glaube, wir brauchen eine Erklärkampagne und eine Wertschätzungskampagne in Deutschland für die Nahrungsmittel. Und wir werden den Dialog mit den NGOs weitertreiben. Ich sag mal, wir haben uns sozusagen mit unseren Berufsverbänden sind wir im Dialog, aber wir werden auch gerade mit den Menschen, die im Grunde genommen auch letztendlich durch ihre Arbeit im NGO sozusagen Geld verdienen, werden wir auch im Grunde genommen Strukturen oder beziehungsweise ganz einfach mal Gespräche führen. Und diese Gespräche sollen vermittelnd sein. Und ich sag mal, wenn im Grunde genommen eine Forderung, eine ökologische Forderung an die Landwirtschaft getätigt wird, dann muss es auch ein ökonomischer Ausgleich da sein. Wir haben einen gesellschaftspolitischen Auftrag, die Landwirtschaft. Kommen Sie zu mir zur Grünen Woche, zum Empfang. Da stellen Sie sich mal hin, dann gucken wir mal, ob wir so ein bisschen... Und ich lade Sie auch ein ins Ministerium, gern nach Bonn oder nach Berlin, dass Sie auch mal unsere Leute auch kennenlernen und dass wir Ihnen auch mal ein bisschen erläutern, was jetzt ansteht. Unsere Ackerbaustrategie, die werden wir vorlegen, wenn es, ich sage jetzt mal, nach dem Bundesumweltministerium ging es nur um die Ökologie. Ich werde aber keine Ackerbaustrategie vorlegen, wo es nur ökologisch, monothematisch darum geht, sondern alles hat auch seinen Preis. Und Nachhaltigkeit heißt auch immer Ökologie, Ökonomie und das Soziale. Und dann bin ich im Sozialen quasi im dörflichen Leben. Ich selbst wohne ja im ländlichen Raum auch. Und weiß, was das heißt, wenn keine Landwirte mehr da sind. Oder im Osten, da sehen wir, da werden von außerlandwirtschaftlichen Betrieben werden die Flächen aufgekauft. Das kann keiner mehr bezahlen. Aber da sage ich Ihnen ganz offen, da hat es aber aus der Branche selbst Widerstand gegeben, das Gesetz zu ändern. Gell? Also auch das will ich immer mal ein bisschen zurückspielen. Wir machen jetzt Folgendes, da wir ja unseren Termin haben. Gell? Sind wir noch in der Zeit oder schon drüber? So gerade drin. Ja, wir machen das jetzt, wir haben echt heute, also ich will mich nochmal echt bei euch beiden bedanken und auch bei allen anderen, weil ja der Aufhänger war ja, dass wir über Aktivregionen reden und dann hat sich das immer mehr verschoben. Wir waren dann alle spontan. Ich habe Sie heute Morgen mal angerufen, da war es kurz einen Moment Stille, als ich meinen Namen gesagt habe. Tut mir leid. Und dann dachte ich, ist er noch dran? So. Und dann haben wir das jetzt umgeworfen und ich treffe Frau Schulze-Bröers, die kommt zu uns, wir haben heute mit ihr telefoniert, die kommt auch nach Berlin ins Ministerium. Ich habe einen Wunsch wirklich, dass die Branche sich nicht auseinanderdividieren lässt, auch nicht vom Bauern, also dass man sich nicht zwischen Bauernverband und ja, auch ihre Landschaftsbewegung oder Landschaftsverbindung. Ich glaube, wichtig ist, dass die Berufsbranche zusammenbleibt. Das ist schon wichtig. Und wir würden uns freuen, wenn wir uns zu einem gemeinsamen Gespräch mit Frau Schulz dann in Bonn oder in Berlin treffen. Ist egal, wo Sie hinkommen wollen. Wir haben ja an beiden Standorten. Wir sind da im Grunde genommen sehr flexibel. Thomas und ich kommen gerne. Ne? Ja. Haben Sie Zeit? Die nehme ich mir dann. Wenn Sie mich reinlassen, nehme ich mir die Zeit. Wollen wir ihn reinlassen? Ja, genau.
hier eine Installation gewesen. Das ist echt. Das ist echt. Kann man essen. Naja, ich hätte für die schönen Bilder. Machen wir gerne und Sie lassen uns auch mal Ihre Kontaktdaten da. Wir haben so viele Informationen und wir haben manchmal den Eindruck, die kommen gar nicht bei den Bauern an. Und dann würde ich bin der Meinung, wir brauchen auch neue Informationskanäle, wo wir das auch ein bisschen weitergeben. gerne. Ja, machen wir. Ich bin dabei.